Beweisständig. Hier stehe ich nun, mitten im Wald, ganz allein. Ich habe harte Tage hinter mir, in einer gefährlichen Umgebung, mit einem gefährlichen Auftrag, der nun abgeschlossen ist. Ich habe Dinge gesehen, die ich nicht hätte sehen sollen, und Dinge, die ich nicht hätte sehen wollen. Aber jetzt ist es so passiert, und ich kann nichts daran ändern. Ich habe jemanden verloren, von dem ich dachte, er wäre mein Freund. Ich habe einen Kampf gewonnen, der nicht meiner war. Vielleicht ist das keine Entschuldigung für das, was ich getan habe, aber es ist die Wahrheit. Ich erzähle euch die Geschichte eines Mannes, der vor kurzem ins Visier des FBI geriet, dessen Untergang mein Auftrag war. Von diesem Moment an hatte er ein schweres Schicksal. Er hatte nur noch einen Tag zu leben. Herein! Guten Tag, Sie haben mich einbestellt. Setzen Sie sich. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Nun, Sie fragen sich bestimmt, warum ich Sie hierher bestellt habe. Wie Sie vielleicht sich denken können, hat das etwas mit Cyberdyne zu tun. Cyberdyne stellt ein Problem dar. Inwiefern denn? Unser Informant bei Cyberdyne hat uns Hinweise auf versteckte Spätprogramme im neuen Betriebssystem von Cyberdyne zugespielt. Außerdem wissen Sie bestimmt, dass der derzeitige Chef von Cyberdyne demnächst in den Ruhestand geht. Allein mit ihm hatten wir schon genug zu schaffen. Das eigentliche Problem ist eben der Nachfolger. Und zwar stehen derzeit ja 4 Bewerber in der näheren Auswahl. Und der Gewinner dieser Wahl wird 50-50 von den Mitarbeitern der Firma Cyberdyne und von den Mitbürgern bestimmt. Und einer von diesen Bewerbern ist Bruce Jennings. Ich weiß, was Sie gerade denken. Jennings hat eine durchaus interessante Vergangenheit. Wir hatten bereits früher mit ihm zu tun und die Tatsache, dass er sich jetzt für den Chefposten bei Cyberdyne bewirbt, macht mich sehr nachdenklich. Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen, deshalb möchten wir, beziehungsweise mein Arbeitgeber möchten, dass sie sich unter falschem Namen bei Cyberdyne bewerben und sich dort nach dem Rechten umsehen. Sie werden nun verdeckt ermitteln. Finden Sie heraus, ob unser Verdacht sich als richtig erweist und wenn dem so ist, versuchen Sie Verstöße gegen das Datenschutzrecht zu finden.
Im Fall, dass es zu einem Notfall kommen sollte. Ihre Dienstwaffe. Vielen Dank. Und bedenken Sie, nur im Notfall. Sonst werde ich es erfahren. Hunter, viel Glück. Danke, das werde ich brauchen. Ja, herein. Guten Tag, Herr Bettler. Guten Tag, Herr Hunter. Sie hatten sich bei uns beworben. Genau, hier nochmal meine Bewerbungsmappe. Ja, vielen Dank. Nehmen Sie doch gerade bitte Platz. Gerne. So, Herr Hunter. Warum interessieren Sie sich so für unseren Beruf als IT-Wartung und wie sind Sie dazu gekommen? Also ich interessiere mich eigentlich schon seit Kindestagen für IT-Management bzw. generell IT. Okay, Herr Hunter, und sagen Sie, was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit? Also ich mache sozusagen mit diesem IT-Management sozusagen meine Freizeit zum Beruf, weil ich mache auch so oft IT, also zum Beispiel irgendwas mit dem PC reparieren, programmieren etc. Und ja, in meiner Freizeit spiele ich sonst noch Fußball. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Also in 10 Jahren möchte ich natürlich in Ihrer Firma möglichst mit meinen Fähigkeiten es weit gebracht haben. Okay, Herr Hunter, das klingt schon mal ganz gut. Es gibt jetzt aber noch 2 Dinge, die ich Ihnen sagen muss. Und zwar, ich kann Ihnen eine Urlaubszeit von 30 Tage pro Jahr anbieten. Und ich kann Ihnen ein Gehalt von 3.000 Euro brutto pro Monat. Das klingt schon mal sehr lukrativ. Ja, ich würde gerne bei Ihnen anfangen zu arbeiten. Gut, Herr Hunter, dann sehe ich Sie bei uns im Büro. Vielen Dank für auf Ihre Wiedersehen. Bewerbung. Hier ist Ihre Mappe. Dann haben Sie einen angenehmen Heimweg. Ja, Sie genauso. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hallo? Klasse, wann soll ich morgen da sein? Okay, ich werde da sein. Bis dann. Guten Tag, ich bin Hunter. Sie müssen Rona sein. Genau, nett Sie kennenzulernen. Eine Sache, hat Herr Dem Ihnen gestern gesagt, dass er demnächst zurücktreten wird? Nein, das wurde mir noch nicht kommuniziert. Jedenfalls finden morgen die Wahlen für den nächsten Geschäftsführer statt. Es stehen derzeit 4 Bewerber in der näheren Auswahl. Und dort vorne hängen ihre Wahlplakate, wie Sie sehen können. Okay. Hallo Herr Jennings, das ist eine angenehme Überraschung. Wie läuft die Vorbereitung für die Wahl morgen? Ich komme ganz gut voran. Wer ist das? Das ist unser neuer Mitarbeiter, Herr Hunter. Freut mich, Sie kennenzulernen.
sieht man sich wieder. Wie geht's? Dein Auftauchen bedeutet nie etwas Gutes. Ich warne dich, irgendwelche krummen Dinge und ich gehe zu dem und verpfeif dich. Ist das klar? Was auch immer, Arschloch. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns heute hier versammelt, um den Geschäftsführer zu wählen. Einer der Bewerber bin ich. Mein Name ist Herr Jennings. Ich möchte Geschäftsführer werden, weil ich mir sicher bin, dass ich den Posten genauso übernehmen werde. Herr Dehm war mir als Geschäftsführer ein gutes Vorbild und ich werde dieses Geschäft auch weiterhin so führen, wie er es tat. Das heißt natürlich nicht, dass ich alles so übernehmen werde. Ich meine natürlich, ich werde es besser machen. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Tagesschau. Unser Top-Thema heute ist die Wahl des neuen Chefs bei der Firma Cyberdyne. Wir waren vor Ort und haben nun die Auszählung der Stimmen für Sie. Herr Jennings mit 105 Stimmen, der beste Bewerber, also neuer Chef von Cyberdyne, zu dem wir nachher noch live schalten werden. Zweiter Platz belegte Herr Böhm mit 35 Stimmen. Frau Heggenfelser klar abgeschlagen mit 10 Stimmen und Herr Bodner leider nur mit 3 Stimmen. Damit ist das Ergebnis offiziell. Wir haben einen neuen Chef der Firma Cyberdyne. Dieser ist Herr Jennings, der uns jetzt live zugeschaltet ist. Herr Jennings, wie fühlt es sich an, zum neuen Geschäftsleiter gewählt worden zu sein? Sehr gut. Ich bin glücklich. Das ist meine Arbeit. Die habe ich in die Vorbereitung investiert. Es hat sich definitiv gelohnt. Und die Wahl zum neuen Geschäftsleiter bedeutet natürlich auch, große Verantwortung zu übernehmen. Und das Beste muss man aus sich einfach machen. Was haben Sie mit der Firma vor? Also ich werde zunächst das alte Schema, das uns Herrn Dehm hinterlassen hat, beibehalten. Ich werde es genauso machen, wie er es getan hat. Ich hoffe, es wird mir gelingen. Aber das wird wahrscheinlich nur die ersten paar Monate so sein, zumindest. Ich werde darüber nachdenken, ob Frau Hegenfelser ihren Wunsch erfüllen und von uns eigens ein Betriebssystem produzieren wird. Was danach passiert, da bin ich mir noch nicht im Klaren, werde aber bald darüber nachdenken. Nun wissen wir, was die nächste Zeit in Cyberdyne so ablaufen wird. Über alles Weitere werden wir Ihnen natürlich zuverlässig berichten. Haben Sie noch einen schönen Abend. Bis dann. Guten Tag. Hallo. Also nach Hause? Ja, ab nach Hause. Genau. Feierabend. Ja. Was haben wir morgen vor eigentlich? Geplant jetzt in der Firma? Wir müssen noch an ein paar PCs das Betriebssystem auf unsere neueste Version upgraden. Und soweit ist eigentlich nichts Besonderes. Klingt ja ganz entspannt. Ja, der Arbeitstag ist normalerweise immer recht entspannt. Und da wären wir schon. Ja. Schönen Tag Ihnen noch. Danke. Und bis morgen. Ja. Ciao. Danke fürs Einschauen. Ja, kein Ding. Wiedersehen. Wiedersehen.
Tag. Tag. Wie geht's? Ja, ganz gut mit Ihnen. Auch, weil ich wollte es immer schon mal machen mit IT so. Das war mein Traum und deswegen geht's mir heute besonders gut, weil mein Traum in Erfüllung gegangen ist. Das glaube ich Ihnen. Trotzdem würde ich Ihnen gerne was erzählen. Kann man Ihnen vertrauen? Ob man mir vertrauen kann? Also ich würde mich schon als vertrauenswürdige Person bezeichnen. Ja. Ja. Ja, dann wollte ich Ihnen nämlich mitteilen, dass ich Polizist bin. Was waren Sie dann bei Cyberdyne? Cyberdyne hatte versteckte Viren in ihrem Programm. Die will ich aufdecken. Also ich wüsste jetzt nichts irgendwie, dass da irgendwas Spätprogrammmäßiges in Cyberdynes Betriebssystem ist. Eben deswegen, weil es so wenige Leute wissen, ist es ja so gefährlich. Und deswegen müssen wir jetzt probieren, es aufzudecken. Okay. Und wer könnte das da reingemacht haben? Ich tippe stark auf den jetzigen Chef Bruce Jennings. Da haben wir ihn doch. Was ist denn das? So eine Drecksau. Aufwachen! Tja, du bist mir wohl auf die Schliche gekommen, wie es aussieht. Das hätte nicht passieren dürfen. Was machen Sie jetzt mit mir? Nun, ich glaube, die Antwort kennen Sie bereits darauf. Was glauben Sie damit erreichen zu können? Ich gehe zu deinem Chef, kläre ihn über dich auf und vielleicht zahlt er mir auch ein kleines Sümmchen dafür, dass ich dich ihm vom Hals geschaffen Damit kommen Sie nicht weiß. habe. Adieu. Adieu. Und das ist ein Betrüger. Inwiefern? Er hat es mir gestern nach ein paar Gläsern Schnaps gestanden. Ich weiß. Du hast es gewusst. Weißt du, wie viel ich daran gesetzt habe, ihn aufliegen zu lassen? Ich hatte jemanden darauf angesetzt, uns zu fotografieren, wenn der mir seinen Markt zeigt. Und derjenige ist jetzt tot, verdammt. Mir doch egal. Ist es dir egal? Ja. Hunter hatte recht, du bist ein Monster. Das muss doch alles einen Grund haben, oder? Den gibt es. Allerdings, wenn ich das Ihnen jetzt sage, werden Sie mir in den Rücken fallen. Aber das werden Sie so oder so, nach dem, was ich jetzt mit Ihnen vorhabe. Wovon zum Teufel reden Sie? Sie werden ihm hiervon jetzt nichts erzählen und Sie werden ihm auch sonst auf keinerlei Weise warnen. Wenn Sie irgendwas tun, ohne dass ich davon mitkriege, dann gnade Ihnen Gott. Jetzt gehen Sie. Und denken Sie dran, Big Brother is watching you. Na, so schön am Arbeiten. Genau, so sieht's aus. Das System muss regelmäßig gewartet werden. So sieht's aus. Ich habe Mittagspause. Sieht gut aus, was wir da machen. Dankeschön. Was haben Sie in der Mittagspause vor? Den Zuschauern. Respekt. Ich bin auch gleich fertig. Warten Sie. Gut, das müsste es gewesen sein. Ja, alles klar. Und, ja, sonst alles okay bei Ihnen? Alles fit, ja. Und, ich würde sagen, ja, gehen wir was essen, oder? Ja. Auf geht's. Oh, warten Sie kurz. Telefonanruf. Hallo? Ja,
System Y gewertet werden. Ja, gut, wir machen noch bis vor der Mittagspause. Okay, gut, bis dann. Wie Sie gehört haben, muss ich noch das ein oder das andere System warten. Also dann, bis dann. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hunter, Ach, du bist. wer sollte es sonst sein? Ist egal. Was ist so wichtig? Es geht um Jennings, du hattest recht, er ist wirklich ein Monster. Ich habe ihm erzählt, dass der Typ, den ich darauf angesetzt hatte, uns zu fotografieren, als du mir in Skype deine Marke gezeigt hast, von dir getötet wurde. Der Typ war von dir. Ja, aber bitte, du musst mir doch zuhören, Mann. Und wie soll ich dir jetzt noch vertrauen? Ich weiß, das ist jetzt alles sehr verrückt, jedenfalls war es Jennings egal, dass der Typ tot war. Als ich ihn dann nach seinen wahren Absichten gefragt habe, hat er mich mit einer Pistole bedroht. Geschieht dir recht. Wir haben dasselbe Ziel, Hunter. Lass uns zusammenarbeiten. Warum sollte ich dir glauben? Norton, dein kleines Problem mit Jennings vor 10 Jahren. Du? Tut mir leid, dass ich das dir nicht schon früher gesagt habe. Hast du seit unserem letzten Treffen etwas herausgefunden? Ja, unser Verdacht hat sich bestätigt. Innerhalb kürzester Zeit, wenn wir nichts dagegen unternehmen, wird Jennings die ganze digitale Welt auf den Kopf stellen durch einen hartnäckigen Trojaner. Was machen wir jetzt? Du musst zu Norton. Sag ihm, was wir herausgefunden haben. Wir haben jetzt Beweise, um Jennings zu verhaften. Ich habe hier Daten auf einem USB-Stick. Jetzt geh. Scheiße. Bin ich verbunden mit der Polizei? Ja? Hier hat es einen Mord gegeben. Jennings ist immer noch dasselbe Monster wie früher. Lassen Sie mich verhaften. Er ist sehr gerissen und gefährlich. Hast du irgendwelche Beweise für ihn gegen deine Verhaftung? Ich habe es Informationen vom Server von Cyberdyne kopiert. Dann haben wir jetzt endlich etwas Handfestes gegen ihn in der Hand. Verhaften Sie ihn. Viel Glück. Ich werde es versuchen. Okay. Gleich. Aber warum mischst du dich eigentlich ständig in meine Angelegenheiten ein? Weil sie mehr oder weniger gegen das Gesetz verstoßen. Ich wollte sie von dem Moment an töten, als sie erfuhr, dass sie bei Cyberdyne arbeiten. Aber ich ließ sie verwanzen, damit die Polizei davon nichts mitkriegt. Es ist gut, dass ich sie hier treffe, dann kann ich sie gleich töten.
Das Schicksal trifft jeden. Das ist ein sehr guter Bericht. Danke. Nur schade, dass es dabei Tote gab. Ich habe den Auftrag zum Wohlwollen aller erfüllt und Sie werfen mir jetzt noch vor, irgendwas falsch gemacht zu haben. Wenn er jetzt unter der Erde liegt, ist es nicht mein Problem, sondern Ihrs. Und wenn ich ihn verhaften soll, wenn er eine Waffe in der Hand hat und auf mich zielt, kann ich ihn nicht mehr verhaften. Sowas geht nicht. Hätte er erster geschossen, säße ich jetzt nicht vor ihm. Verzeihen Sie, ich war in Rage. Nein, mir tut es leid. Ich weiß, wie es Ihnen gerade geht. Gehen Sie nach Hause oder fahren Sie in den Urlaub. Irgendwas davon ruhen Sie sich auf jeden Fall aus. Ihren nächsten Job bekommen Sie danach. Gut. Hunter, Ihre Waffe. Vielen Dank. Gerne.